Michael Jung is one of the world's best riders. The 32-year-old German competes in eventing, which combines the three disciplines of dressage, cross-country and show jumping. In 2012, he became the first eventer in history to hold European, World and Olympic titles at the same time. Michael was introduced to the sport aged 6 at his parents' riding centre in Hof, southern Germany. 10 years later, he left school to follow in the footsteps of his father Joachim, himself a former equestrian champion. Ich bin quasi im Stall aufgewachsen. Meine Eltern haben einen großen Betrieb. Mein Papa ist auch schon vielseitig geritten, zu Dressur, Springen, in den Spezialdisziplinen und Vielseitigkeit. Und so ist es mir vorgelebt worden. Und ich fand das so interessant, dass ich das auch genauso machen wollte. Ja, ich habe ein bisschen später als Michael mit Reiten angefangen. Michael hat ja bei mir vorm Pferd als Baby schon gesessen. Das ist eins der Erfolgsrezepte, glaube ich, von Michael, dass die komplette Familie hinter einem steht. Die komplette Familie zieht da an einem Strang, unterstützt ihn, wo sie nur kann. Sie hat er ist deutlich weitergekommen und I was already quite good at my job, but of course he took it all a bit further and is now regarded as one of the world's best riders. Und ja, gehört jetzt zu einem der besten Reiter. Transworld Sport recently met up with Michael and his family at an event in Mannheim, a 2-hour drive from their home in Hof. Michael's popularity in his home country has grown immensely in recent years. In 2009 he came to prominence after capping his international debut with victory in the Lumullen CCI4. However, it was a year later in Kentucky, USA, where Michael's stock really rose. He claimed individual eventing gold at the FEI World Equestrian Games. Erstmal war ich überhaupt froh, dass ich da mitgekommen bin, für Deutschland an den Start zu gehen, bei einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Das war schon immer ein Traum von mir. Und dass es dann wirklich so gut klappt, das ist was ganz Besonderes, das ist nicht selbstverständlich. Und da bin ich auch dankbar meinen Sponsoren und Unterstützern, die mir das so ermöglicht haben. Und ja, das Gefühl zu beschreiben, das ist sehr schwierig. Hat man Gänsehaut und das ist einfach ein ganz großartiges Gefühl. This sport relies on a strong team, from the stable staff to the veterinarians and farriers. However, the relationship between horse and rider is one of the most important factors in being successful. Michael achieved his hat-trick of World, European and Olympic golds on board La Biosthetique Sam, with whom he's formed a very special bond. Es ist für mich sehr wichtig, weil es ein sehr schwieriger Sport ist und man sich da schon gegenseitig sehr vertrauen muss. Er ist eine sehr starke Persönlichkeit, wo wir auch in vielen Jahren zusammengewachsen sind, bis er inzwischen wirklich auch zu einem Freund geworden ist. Es ist ein faszinierendes Pferd. Ja, inzwischen weiß ich schon, wenn er irgendwo mit dem Ohr wackelt, was dann zu tun ist. Und er weiß auch genau, wenn ich ihm irgendwelche Hilfen gebe, weiß er genau, was ist das für ein Sprung, was muss er da machen. Und das ist schon was Besonderes. Since the London Olympics, Michael has gone on to taste further success on board a new generation of horses. He won 2 European gold medals with Halunka in 2013, before going on to claim a silver at the Worlds last year on Fischer Volcana. While Michael is determined to introduce more horses to elite competition, his training program is tailored to ensure the longevity of the animals. He begins every horse with dressage, so that they learn an element of rhythm and control applicable to all equestrian disciplines. He doesn't jump young horses until they can fully extend their stride, and even then focuses on cavaletti work. Most would say Michael is a horseman first and an athlete second. Ich finde es einfach
faszinierend, mit den Pferden zu arbeiten. Das sind tolle Lebewesen, ähnlich wie wir Menschen. Ist jedes ein bisschen unterschiedlich. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Und einfach zu sehen, wie die Pferde besser werden und dazulernen und in der jahrelangen Ausbildung so zusammenwächst bis zu einer richtigen Partnerschaft, wo man dann die schwersten Hindernisse und tollsten Prüfungen absolvieren kann. Das finde ich schon sehr faszinierend. Earlier this year, Michael topped the FEI World Rankings in eventing for the first time in his career, following victory in the prestigious Kentucky 3-day event. At 32, he's already clinched every major accolade in the sport, but the German remains as hungry as ever. And his goals for the future? Möglichst lange erfolgreich bleiben, auch mit den Nachwuchspferden, immer viele gute junge Pferde nachzuhaben, im Springsport, im Dressursport noch besser zu werden. Ich möchte schon eigentlich so in allen 3 Disziplinen weiterreiten, solange es möglich ist, weil es mir einfach riesen Spaß macht, die Pferde in allen 3 Disziplinen auszubilden und zu sehen, wie weit man kommt. Dieses Jahr stehen die Europameisterschaften an in Schottland und dann freue ich mich schon riesig auf die Olympischen Spiele in Rio.